Hallo liebe Menschen, macht es euch gemütlich. Wir reden heute darüber, warum Medien der Untergang unserer Demokratie sein werden. Okay, Medien sind der Tod der Demokratie ist vielleicht ein radikaler Titel. Ich werde erklären, warum ich ihn gewählt habe. Was ihr aber nicht anzweifeln könnt, ist, dass wir in einer Medienkompetenzkrise stecken. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, dass immer mehr Leute in den Medien vor allem das zu lesen und zu hören scheinen, was sie lesen oder hören wollen. Wir haben eine zersplitterte mediale Landschaft. Man kann heutzutage für jede Wahrheit, die man sich wünscht, eine Quelle finden. Und viele Leute tun das. Wir sehen dass Verschwörungstheorien, dass rechtsradikales Denken auf dem Vormarsch sind. Und das gebündelt mit einer Vertrauenskrise des Journalismus. Und viele Menschen empfinden die Nachrichten, die wir lesen, als nicht mehr so relevant. Und jetzt werden Rufe laut, vor allem aus dem Bildungssektor, wo ich arbeite, nach Medienkompetenz im Unterricht. Wir müssen mehr Medienkompetenz lernen, damit wir wieder wissen, wie wir eine Zweitquelle finden, dass wir keine Nachrichten weiter verbreiten, die wir nicht verifiziert haben, ob eine Nachricht aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt und all das, was man so unter klassischer Medienkompetenzbildung sich vorstellt. Und meine These ist, das wird uns nicht retten, weil es das eigentliche Problem überhaupt nicht adressiert. Unser Problem ist nicht, dass wir alle nicht wüssten, dass wir eine Zweitquelle finden müssen oder wie wir einen Fake identifizieren. Unser Problem ist, dass wir den Fake glauben, weil wir ihn glauben wollen. Dass wir Artikel an unsere Familien in WhatsApp-Gruppen verbreiten, weil sie unserem Weltbild entsprechen. Und das Problem, dass die mediale Landschaft so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, werden wir mit Medienkompetenz nicht in den Griff kriegen. Das führt mich zu meinem ersten Punkt. Inhalt versus Umgebung. Wenn wir Medienkompetenz im Unterricht besprechen, dann sprechen wir meistens über Inhalte. Wir sprechen darüber, was Fake ist, was eine legitime Quelle ist. Wir lernen im Optimalfall solche Dinge wie, dass eine Polizeimeldung nicht automatisch eine objektive Darstellung der Geschehnisse ist. Wir lernen, was eine Boulevardzeitung ist und was Reportagen sind, was ein Kommentar ist. Wir lernen kurzum mit den Inhalten, die wir sehen, umzugehen. Und das ist fantastisch, das ist wichtig, das möchte ich hier festhalten. Aber es reicht nicht, denn was wir selten lernen, ist, in welcher Umgebung finden diese Inhalte statt? Was ist die mediale Welt, in der wir leben? Was sind die Anreizmechanismen? Was sind die Finanzierungssysteme, die dazu führen, dass bestimmte Inhalte so sind, wie sie sind? Und ich fange mit dem allereinfachsten Anreizsystem an. Das ist sowohl den klassischen Medien als auch Social Media gemein. Die meisten davon finanzieren sich über Werbung. Die klügsten Köpfe unserer Generation sind damit beschäftigt, möglichst viel unserer Aufmerksamkeit an Coca-Cola zu verkaufen. Und das ist das Allergrundlegendste, was ich möchte, was alle verstehen, was alle Schüler verstehen. Wenn das Businessmodell darin besteht, deine Aufmerksamkeit an Werbetreibende zu verkaufen, damit Redaktionen es sich leisten können, dir Journalismus zu geben, dann ist das Produkt nicht der Journalismus. Das Produkt bist du. Das Produkt ist dein Gehirn, deine Aufmerksamkeit. Der Kunde sind Werbetreibende und Journalismus wird zum Nebenprodukt. Und das Gefährliche an diesem Mechanismus ist, dass wenn mein Businessmodell darin besteht, Aufmerksamkeit zu ernten und zu verkaufen, dass ich in erster Linie möglichst viel Aufmerksamkeit generieren will. Mein erster Impuls könnte sein, als Mensch, dass ich guten Journalismus machen will. Aber wenn ich die Miete nächsten Monat bezahlen will, dann muss ich hauptsächlich viel Aufmerksamkeit ernten. Das heißt, Inhalte werden schon danach ausgesucht, was die meiste Aufmerksamkeit generiert. Was generiert die meiste Aufmerksamkeit? Erstens, wir Menschen sind emotionale Wesen. Wenn unsere Aufmerksamkeit gebunden werden soll,
dann passiert das nicht mit großen, abstrakten, komplexen Themen, die sich über viele Jahre ziehen. Sowas wie Klimakrise. Nein, es braucht einen Neuigkeitswert, es braucht Personalisierung, es braucht Emotionalisierung und es braucht Negativität. Wenn ihr euch also in der Welt umschaut und meint, wir haben eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Wir haben eine marode Infrastruktur. Wir haben eine massive Klimakrise, die unsere Wirtschaft, unser Leben, unsere Sicherheit, unseren Frieden bedroht. Wir haben Faschismus auf dem Vormarsch und unsere Schultoiletten verfaulen buchstäblich. Warum lese ich in der Zeitung die Schlagzeilen, wen die SPD als Kanzlerkandidat aufstellt, wer gemeiner zu wem war, Scholz oder Lindner, was Merz jetzt wieder Doofes gesagt hat, oder dass Habeck jemanden angezeigt hat wegen Beleidigung, was Politiker 100-fach tun? Warum dominiert das die Schlagzeilen? Dann ist die ehrliche Antwort darauf, weil das funktioniert. Weil ihr drauf klickt, weil ich drauf klicke. Und Redaktionen müssen uns mit Dingen füttern, auf die wir klicken, die wir gucken, weil das die Aufmerksamkeit ist, die sie verkaufen müssen, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Und warum klicken wir drauf? Warum sind wir so doof? Weil wir uns evolutionär entwickelt haben, um zu überleben, nicht um glücklich zu sein. Und um zu überleben, müssen wir vor allem auf Neues achten. Wir achten auf Soziales, Emotionales. Unser ganzes emotionales System ist ja dafür da, zu beurteilen, was wichtig ist und was nicht. Und ganz zentral, wir achten auf Negatives. Deshalb brauchen wir 10 Komplimente, um eine Kritik aufzuwiegen. Denn wenn wir eine negative Nachricht sehen, dann schauen wir sofort hin, denn das könnte ein Säbelzahntiger sein. Wenn wir eine positive Nachricht sehen, dann heißt das einfach nur, ach ja, das Feuer in der Höhle ist noch an, alles ist gut. Es erfordert keine Handlung von uns, okay? Und das ist der Grund, warum unser Gehirn darauf nicht so anspringt. Werbetreibende wissen das und Redaktionen wissen das. Wenn ich will, dass etwas gelesen, geklickt, geschaut wird, dann muss ich negativ sein. Und die Wahrheit ist, selbst ich bediene mich dessen. Dieses Video hat einen extrem negativen Titel. Und hätte es einen positiven Titel, wie viele meiner Videos haben, würde es im Algorithmus nicht so gut abschneiden und es würden nicht so viele Leute sehen. Wenn ich gesehen werden will, muss ich für den YouTube-Algorithmus, für die Klicks, einen negativen Titel wählen. Das ist bescheuert, aber das ist, wie Anreizsysteme funktionieren. Sie binden sogar Akteure, die das überhaupt nicht mitmachen wollen, weil sie eine eigene Logik produzieren. Das beste Beispiel, das ich dafür habe, ist eine Anekdote. Ich war ja politische Geschäftsführerin der Piratenpartei, als sie in den Umfragen bei 13% stand. Das heißt, ich war plötzlich, sehr unverhofft, Gesicht einer doch recht relevanten Partei in Deutschland. Und ich wurde viel interviewt. Und eine Sache, die ich immer gehasst habe, war Politikersprech. Ich habe viel Stolz daraus gezogen, dass ich es anders mache, dass ich frei von der Nase wegrede, dass ich ehrlich bin, dass ich in menschenverständlichen Sätzen spreche. Und wisst ihr, was ich nach einer Weile festgestellt habe? Dass ich beginne, Politikersprech zu sprechen. Dass meine Sätze immer kürzer, durchdachter, nichtssagender werden. Und der Grund war, dass ich genau wusste, dass jeder Nebensatz, den ich lapidar, unbedacht sage, zu einer Schlagzeile hochgejazzt werden kann, für die sich dann alle Piraten im Land an allen Infoständen entschuldigen müssen und rechtfertigen müssen. Und ich wollte das nicht. Ich wollte rücksichtsvoll sein zu meiner Partei, das heißt, ich war vorsichtiger. Und das Lustige ist, die Journalisten, die mit mir gesprochen haben, wollten das auch nicht. Sie wollten, dass ich ehrlich spreche, dass ich frei von der Nase wegspreche. Sie wollten ehrlich wiedergeben, was sie sehen und hören, aber ihnen saß eine Redaktion im Nacken, die gesagt hat, wir brauchen einen Banger, wir brauchen etwas Interessantes, wir brauchen etwas mit Würze. Und der Redaktionsleiter wollte das bestimmt auch nicht. Der wollte eine gute Zeitung machen, die ehrlich über das berichtet, was ist. Aber der muss auch seine Mitarbeiter bezahlen. Und dafür braucht er die Werbekunden und dafür braucht er die Klicks. Und
heraus kommt ein System, in dem niemand das Ergebnis will, aber alle auf das Ergebnis hinarbeiten. In dem Fall, dass Politiker Politikersprech benutzen. Niemand hier ist dumm. Alle sind rationale Akteure in einem fehlerhaften System mit falschen Anreizen. Und versucht das mal mit Medienkompetenzbildung bei Kindern wettzumachen. Ihr könnt das Kindern erklären, es wird das Problem nicht lösen. Ich schneide das Video gerade und mir ist nochmal wichtig zu betonen, warum diese Anreizstrukturen speziell demokratiezersetzend sind. Wir haben als wählende Bevölkerung also den Eindruck, dass die Welt erstens voller Negativität ist, dass alles schlimm ist, dass die Wirtschaft scheiße ist, dass Kriminalitätsraten hoch sind. Zweitens haben wir den Eindruck, dass Politikerinnen und Politiker sich hauptsächlich in kleinlichen, persönlichen Auseinandersetzungen zergehen, anstatt irgendwas Langfristiges zu tun, weil Überschriften eben nicht diese langfristigen, komplexen Themen abbilden. Und drittens hat das natürlich auch wieder eine Auswirkung auf die Arbeit der Politikerinnen und Politiker, die genau wissen, dass sie für langfristige Lösungen nicht belohnt werden und deshalb kurzfristige, fast schon populistische Gewinne machen müssen, um in dieser Medienlandschaft zu gewinnen. Das heißt, die Probleme, die wir haben, werden von demokratischen Strukturen nicht mehr gelöst und die mediale Landschaft verstärkt diesen Eindruck. Und dann denken viele Leute, hey, warum es nicht mal mit einer Autokratie probieren? Kapitel 2: Algorithmen und Radikalisierung. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem unsere mediale Landschaft nicht nur krankt, sondern ohne große Veränderung tatsächlich in die Brüche gehen wird, ist, wie stark gerade diese Interaktion zwischen klassischen Medien und Social Media Radikalisierungstunnel baut. Und das erste betrifft nur Social Media. Das ist die Art, wie Social Media allein radikalisiert. Macht euch mal den Spaß und baut euch einen neuen Twitter-Account oder einen neuen YouTube-Account. Der weiß noch gar nichts über euch. Und schaut ein beliebiges Video. Und dann klickt auf das Video, das euch vorgeschlagen wird. Und dann klickt auf das Video, das euch danach vorgeschlagen wird. Wie schnell landet ihr bei einer Verschwörungstheorie? Wie schnell landet ihr bei einem christlichen Fundamentalisten oder bei einem Rassisten? Die Antwort ist sehr schnell. Andere Leute haben das ausprobiert. Ich kann ein paar Videos verlinken. Aber es ist erschreckend, wie diese Pipelines funktionieren. Und das ist besonders gefährlich bei jungen Menschen. Ich habe ein Video dazu gemacht, warum junge Menschen so viel AfD wählen und auch international immer rechter werden. Und ein Aspekt, den ich dabei nicht ganz so ausführlich beleuchtet habe, ist der Aspekt der Online-Radikalisierung. Aber nehmen wir mal an, ihr seid ein junger Mann und ihr versucht einfach nur in der Welt zurechtzukommen. Ihr seht, oh, ich habe finanziell nicht so gute Aussichten, wie meine Eltern hatten, wie meine Großeltern hatten. Meine Rente wird voraussichtlich nicht so gut sein. Und ihr versucht einfach nur, diese Welt zu verstehen, auf sie klarzukommen. Ihr seht euch also Online-Ressourcen an über Geldplanung, Investment. Und ihr stolpert sofort auf YouTube, auf Reddit, in Kreise von Crypto-Bros, die euch zuerst sagen, kauft Bitcoin, dann sagen sie euch, kauft Dogecoin. Das sind Fans von Elon Musk, das sind Fans von Trump. Das sind Leute, die euch sagen, dass die Finanzmärkte von Juden gesteuert sind und dass ihr eure eigenen Recherchen anstellen müsst. Und ihr seid super schnell in antisemitischen, rechtsradikalen Verschwörungstheorien. Wenn ihr sagt, oh, ich habe Probleme beim Daten, ich würde gerne wissen, wie ich eine Frau anspreche. Und ihr informiert euch auf TikTok, auf Instagram Reels, auf irgendwas, landet ihr ganz, ganz schnell bei Dating-Coaches und von dort in Incel-Kreisen, also Involuntary Celibacy, unfreiwilliges Zölibat. Das sind also Männer, die Jagd auf
unsichere, einsame Jungs machen, die ihnen dann sagen, an deinen Problemen sind Frauen schuld und außerdem Ausländer und außerdem Juden. Ich habe ein anderes Video dazu gemacht, das ich ebenfalls verlinken werde zu dieser Alt-Right-Pipeline, diese Radikalisierungspipeline, die für uns ganz aktuell in Deutschland über TikTok und die AfD ganz fantastisch funktioniert. Die AfD stellt den Großteil aller politischen Inhalte auf TikTok. Und das Ganze ist genauso bei Frauen. Frauen kommen oft über Beauty-Tipps oder über Koch-Videos auf YouTube zu Tradwives, also traditionellen Ehefrauen. Und ihnen wird erzählt, hey, du fühlst dich ausgebeutet, weil du die ganze Zeit deine Arbeitskraft und deine Zeit verkaufen musst und abends hast du keine Zeit mehr, dich um deine Kinder zu kümmern oder einfach in Ruhe um deine Hobbys. Und da ist es eine schöne Aussicht, dieses Modell vorgelebt zu bekommen, oh, du könntest einfach eine traditionelle Hausfrau sein, du bleibst zu Hause, dein Mann bringt das Geld und ihr seid eine heile Familie. Und dagegen spricht auch erstmal nichts, außer dass diese Frauen propagieren, dass es das einzig richtige Lebensmodell ist und verschweigen die Abhängigkeit, in die man sich als Frau begibt von ihrem Ehemann, von dem man sich ja dann auch nicht scheiden lassen kann, weil man sonst mit Mitte 40 ohne Berufserfahrung mit Kindern alleine dasteht und nicht weiß, wohin in der Welt. Und in diesen Kreisen, in diesen Tradwife-Kreisen wird gerade wieder von Frauen darüber debattiert, ob Frauen das Wahlrecht haben sollten. Das heißt, es ist eigentlich fast egal, wohin junge Menschen sich hier wenden. Nicht zufällig stehen Rechtsradikale, christliche Fundamentalisten und sonstige Akteure bereit, gerade dort junge Menschen abzugreifen und zu radikalisieren. Sie gehen in diese Bereiche in Social Media, weil sie Gemeinschaft suchen, weil sie Halt suchen, Verständnis, Informationen und sie finden dort Hass. Leute, die sie mit Hass abholen. Und das ist gezielt. Das wird mit Absicht gemacht. Viele klügere Leute als ich, besser informierte Leute als ich, haben dieses Phänomen beobachtet, auch akademisch. Und dabei bleibt es nicht. Es schwappt ja in die Massenmedien, diese Form von Radikalisierung. Ich bräuchte zum Beispiel auf Twitter. Twitter. Ich habe auch ein Video zu Twitter gemacht. Auch das tue ich euch unten in die Links. Lasst Twitter brennen. Auf Twitter sind alle, sowohl Journalisten als auch Politiker, weil es die inoffizielle Pressemitteilungszentrale ist. Es ist einfach super praktisch. Ich habe ein Thema, zu dem ich schreiben muss. Wo kriege ich Zitate her, Reaktionen? Früher musste ich stundenlang Leute abtelefonieren zu einer Stellungnahme. Heute wird die sofort in Echtzeit rausposaunt. Super praktisch. Und Twitter ist aber selbst inzwischen eine massive Radikalisierungspipeline geworden. Also es ist sehr, sehr leicht zu sehen, dass dort Faschismus wirklich gepusht wird, dass dort Linke stumm geschaltet werden, dass dort Rassismus und Antisemitismus und alle möglichen Verschwörungstheorien florieren. Trotzdem blieben bis vor kurzem sehr, sehr viele da. Inzwischen gibt es eine große Bewegung auf Blue Sky, wozu ich später auch etwas sagen will. Aber das finde ich erstmal gut. Aber solche Plattformen wie Twitter, da kann ich unglaublich leicht den massenmedialen Diskurs manipulieren. Wie ich das tun würde? Ich würde mir 100 Bots besorgen. Das kann ich über ChatGPT machen, das kann ich über echte Menschen machen, denen ich 50 Endgeräte gebe. Wirklich keine große Investition. Einfach nur ein paar Bots, die anfangen zu twittern mit dem Hashtag Kriegsende jetzt. Und das mache ich in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen. Und diese Bots müssen sich gegenseitig liken, retweeten. Sie pushen sich gegenseitig im Algorithmus. Und was dann passiert, ist, dass der Hashtag trendet. Dann springen andere echte Nutzer auf diesen Hashtag auf, die auch irgendwie keinen Krieg wollen. Und darunter ist die ganze Zeit das Narrativ, die Ukraine muss doch jetzt mal aufhören, sich zu wehren. Überlasst das doch Russland. Jetzt sehen Journalisten, die dort auch rumhängen, oh, da trendet etwas, oh, darüber reden die Leute. Also ist es ja meine journalistische Pflicht, darüber zu berichten. Ich muss nicht damit einverstanden sein, ich muss einfach nur berichten, dass es passiert.
Und je mehr Berichte es gibt, desto mehr werden diese Artikel natürlich dorthin zurückgespült, desto mehr Momentum hat diese Konversation und es entsteht eine Talkshow, weil natürlich braucht es eine Talkshow. Wenn die Bevölkerung darüber redet, dann müssen wir die natürlich auch irgendwie besetzen. Dann setzen wir da ein paar Leute hin wie mich, die dann die Aufgabe haben zu erklären, hey, Okkupation ist immer noch kein Frieden und Leute werden vergewaltigt, Leute werden entführt, Leute werden ins Gefängnis gesetzt und es sorgt für mehr Krieg, wenn wir Aggressoren belohnen. Das erzähle ich seit ein paar Jahren. Wieder und wieder und wieder. Und dann muss aber natürlich auch die Gegenposition besetzt werden, weil es ja sonst keine Talkshow ist. Das ist ja sonst eine sehr einseitige Angelegenheit. Also suche ich händeringend jemanden, der sagt, ja, die Ukraine sollte endlich aufhören, sich zu wehren. Und schon habe ich eine nationale Debatte über etwas geschaffen, was ich mit ein paar Bots angefangen habe, mit ein bisschen ChatGPT. Und natürlich passiert genau das. Es passiert massenhaft, es passiert hundertfach. Ich habe es auf dem Maidan beobachtet, ich habe es beobachtet, als 2015 von der Flüchtlingswelle die Rede war, als ganz viele der russischen Accounts, die mir vorher Morddrohungen wegen des Maidans geschickt haben, plötzlich besorgte Deutsche waren, die gegen Massenimmigration waren. Ich habe es beim Brexit beobachtet, ich habe es bei Trumps erster Wahl beobachtet. Es ist alles nicht neu und es ist erschreckend leicht und es gibt erschreckend wenig Wehren dagegen. Und erklärt das Kindern in der Schule, im Medienkompetenzunterricht. Ich bin kein negativer Mensch und deshalb führt mich das alles zu dem letzten, vielleicht wichtigsten Teil dieses Videos. Was können wir tun? Was sind wirkliche Lösungen? So wichtig Medienkompetenz im Unterricht ist, und ich bleibe dabei, sie ist definitiv wichtig. Sie wird uns nicht retten. Und wir können nicht jedes Problem unserer Gesellschaft auf die Schultern von Lehrern legen und so tun, als könnte ein neues Unterrichtsfach all unsere komplexen systemischen Probleme lösen. Nein, systemische Probleme lassen sich systemisch lösen. Und eine der Lösungen wäre zum Beispiel, Plattformen weniger attraktiv für Werbetreibende zu machen, um andere neue Geschäftsmodelle zu fördern. Zum Beispiel könnten wir Datenschutz verbessern. In dem Moment, wo Werbetreibende weniger über mich persönlich wissen und wo Content Creator und Journalisten weniger über die einzelnen LeserInnen, die einzelnen ZuschauerInnen wissen, um ihre Inhalte direkt für diesen einen Menschen spezifisch vorzubereiten und zu bewerben, desto besser sind wir übergreifend informiert. Weil wir nicht mehr als vereinzelte Dopaminmaschinen angesprochen werden, deren Aufmerksamkeit man an Coca-Cola verkaufen kann, sondern als Gesellschaft. Und das brauchen wir dringend. Ich habe mich neulich mit einem Menschen unterhalten, dessen Job es ist, Schauspieler einzuscannen, damit man aus ihnen KI-generierte Filme und Serien machen kann, die auf den einzelnen Zuschauer angepasst sind. Das heißt, er sagte, meine Vision ist, du kommst abends von der Arbeit, machst Netflix an, sagst, ich habe Lust hier und darauf und Netflix zeigt dir einen Film, der präzise deinen Vorlieben entspricht und den nur du sehen wirst. Das klingt wie meine persönliche Hölle. Nicht nur, weil das offensichtliche politische Implikationen hat, wenn jeder von uns seine eigene mediale Realität hat, weil uns das als Demokratie völlig handlungsunfähig macht, sondern auch, weil es alles zerstört, was uns als Menschen verbindet. Kultur. Es gibt nichts mehr, worüber wir uns unterhalten können. Es gibt keine geteilten Erfahrungen mehr, die wir haben, zugunsten einer Dopamin-Erntemaschine. Dopamin ist das Belohnungshormon im Gehirn, das aktiv wird, wenn wir coole, interessante Dinge sehen oder in vorfreudige Erwartung sind. Und das ist, was unsere Aufmerksamkeit steuert in der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, unsere öffentlichen Räume gehören im Moment dem Dopamin- und Werbetreibenden. Jetzt halte ich es für wenig realistisch, dass Plattformen weniger attraktiv für Werbetreibende werden, jedenfalls nicht freiwillig, weil das ist ihr Geschäftsmodell. Ich sehe das nicht kommen. Und am Ende wollen die Leute halt
den kostenlosen Zugang zu den Plattformen, zu den Nachrichten. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Die zweite Lösung könnte natürlich darin bestehen, dass wir selbst unseren Nachrichtenkonsum regulieren und bewusster angehen. Und ja, da könnte auch Medienkompetenzunterricht helfen, da könnte Reflexion helfen, da könnte eine breitere Debatte helfen. Ich für meinen Teil habe festgestellt, je weniger Nachrichten ich schaue, desto besser bin ich informiert. Denn ich lese immer noch Zeitung, ich schaue immer noch ab und zu Nachrichten, ein kleines bisschen. Aber der ganze Lärm geht an mir vorbei. Ich weiß nicht, wen Friedrich Merz als Klempner bezeichnet hat. Und es interessiert mich nicht. Es hat nämlich keinerlei Einfluss auf mein Leben. Ein Messerattentat auf irgendjemanden in einer anderen Stadt hat keinerlei Einfluss auf mein Leben. Und wenn wir dem aber viel Aufmerksamkeit schenken, dann führt das dazu, dass unsere Grenzen plötzlich geschlossen sind und wir wieder kontrolliert werden bei der Rückkehr aus Holland. Wir stehen jetzt im Stau, weil irgendjemanden mit einem Messer abgestochen hat und Politiker das benutzt haben, um davon abzulenken, dass sie marode Infrastruktur zugelassen haben und den Ausländern die Schuld dafür zu geben. Ich brauche diesen Lärm nicht. Ich brauche den täglichen Aufreger nicht. Nicht die tägliche Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und so viele Jahre habe ich gedacht, dass ich sie brauche. Ich habe gedacht, ich verpasse wichtige Dinge. Ich werde nicht öffentlich sprechfähig, wenn ich nicht alles mitbekomme. Und seit ich gesundheitlich einen Schritt zurücktreten musste, muss ich sagen, es geht mir so viel besser. Ich bin psychisch gesünder. Ich bin urteilsfähiger. Ich habe einen besseren Überblick über das, was tatsächlich geschieht, wenn ich nicht in einem 24/7 Nachrichtenzyklus gefangen bin. Die Welt lässt sich einfach besser ertragen. Und die dritte große Sache ist, dass ich nicht will, dass unsere öffentlichen Räume privaten Milliardären gehören oder Werbetreibenden. Denn das ist die bitterste Pille, die wir schlucken müssen. Wir haben keine digitalen öffentlichen Räume. Wir haben auch sehr, sehr wenig physische öffentliche Räume, in denen wir nicht als Kunden unterwegs sind. Aber wir haben keine digitalen. Unsere ganzen Plattformen gehören uns nicht. Und unser Journalismus gehört uns auch nicht. Jedenfalls nicht aller. Aber natürlich habe ich in diesem Video gelogen, als ich gesagt habe, dass aller Journalismus sich über Werbung finanziert. Das stimmt nicht. Es gibt Modelle wie das der Taz, die eine Genossenschaft ist. Ich bin Teil dieser Genossenschaft. Ich bezahle einen Anteil und diese Inhalte gehören mir mit. Das heißt, die Taz ist nicht so sehr darauf angewiesen, reißerische Überschriften zu machen, weil ich bezahle unabhängig davon, ob mich gerade eine Überschrift interessiert oder nicht. Ich möchte einfach nur, dass sie guten Journalismus macht. Und natürlich haben wir in Deutschland das optimale System, das ich mir ausgedacht hätte, wenn es das nicht schon gäbe, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mehrere konkurrierende Kanäle, die nicht werbefinanziert sind, die nicht quotenfinanziert sind, die nicht mit der Politik und dem Parlament zusammenhängen, sondern von allen Bürgerinnen und Bürgern bezahlt werden, mit der einzigen Aufgabe, gute Informationen zu liefern? Count me in. Erklärt mir dann in den Kommentaren, erklärt es mir wirklich, ich verstehe es nicht, warum die öffentlich-rechtlichen Medien trotzdem so einen Shit auf ihre Quoten geben. Warum müssen wir Populisten und Nazis normalisieren in unseren Talkshows, weil dann mehr Leute einschalten? Warum muss ich mir das von Redaktion nach Redaktion erklären lassen? Warum senden diese Kanäle super viele Sendungen, einfach nur, weil alte Leute sie neben dem Frühstück im Hintergrund laufen haben, um Stimmen im Hintergrund zu haben? Warum wird nicht mehr investiert in Aufklärung, in Bildung, in interessante, kluge, witzige Formate, von denen alle profitieren und die uns helfen, die Komplexität unserer Welt zu verstehen? Oh, das schauen dann aber weniger Leute. Ja, das ist, wofür dieses System da ist. Dass es nicht darauf angewiesen ist, dass es beim Frühstück im Hintergrund läuft.
Ich verstehe es nicht. Ich finde, es ist so eine vertane Chance, denn, und das führt mich zu meinem letzten Punkt, wir brauchen ein öffentlich-rechtliches Internet. Oder wir brauchen zumindest Internetplattformen, die in Nutzerhand liegen. Und ich denke dabei nicht unbedingt an nationale Plattformen. Ich denke dabei aber an Plattformen, die bezahlt werden von allen, die sie nutzen und die den Nutzenden gehören, die deswegen nicht werbefinanziert sein müssen, die überhaupt keine Finanzierung brauchen und die deswegen nicht dem Entry-Prozess unterliegen. Was ist der Entry-Prozess? Cory Doctorow hat diesen Begriff geprägt. Der beschreibt das Leben einer Plattform. Am Anfang muss die Plattform User sammeln. Sie ist cool, neu, sie bietet super viel Mehrwert, sie ist kostenlos und alle gehen hin. Und dann gehen noch mehr Leute hin, weil alle schon da sind. Das ist der Netzwerkeffekt. Dann braucht die Plattform aber irgendwann ein Businessmodell. Sie muss ja ihre Büroräume bezahlen, sie muss ihre Server bezahlen, sie muss die Moderatoren bezahlen. Also wird sie immer attraktiver für Werbekunden. Und je attraktiver sie für Werbekunden wird, desto unattraktiver wird sie für Benutzer, weil plötzlich mein ganzer Feed mit Werbung bespült wird, plötzlich habe ich immer mehr reißerische Dinge drin, plötzlich beginnt dort diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie, die ich in diesem Video beschrieben habe. Und dann, wenn die Werbekunden alle an Bord sind, dann planen die Besitzer der Plattform, wie sie Kapital daraus schlagen können, dass sie jetzt so eine gute Plattform betreiben. Das heißt, sie suchen Shareholder, sie suchen Leute, die die Firma oder Teile der Firma kaufen. Und dann werden sie immer attraktiver für Shareholder. Und je attraktiver sie für Shareholder werden, desto unattraktiver werden sie für Werbetreibende und für Kunden, weil sie plötzlich den Werbetreibenden immer mehr ihres Kapitals abnehmen, um größere Gewinne zu verzeichnen. Und ich finde es einerseits fantastisch, dass Leute sich endlich von Twitter wegbewegen. Twitter gehört einem de facto Faschisten oder jedenfalls jemandem, der Faschismus unterstützt. Meine Meinung, nur zu Unterhaltungszwecken. Und diese Plattform fördert Hass. Sie fördert alles, was schlecht ist in dieser Welt. Blue Sky fühlt sich an wie Twitter ganz, ganz früher und es ist fantastisch. Ich liebe es. Ich bin auf Blue Sky. Link in der Beschreibung. Ich bin dort gerne. Aber Blue Sky steht am Anfang dieses Prozesses. Blue Sky sammelt jetzt gerade wieder Kunden. Nichts schützt diese Plattform davor, genauso Teil des Entry-Prozesses zu werden. Man kann natürlich jetzt sagen, ja gut, dann ziehen wir weiter, das ist Teil des Lebenszyklus. Man kann aber auch sagen, ich weiche lieber aus auf eine Plattform wie Mastodon im Fediverse, das eine Plattform ist, die tatsächlich den Nutzenden gehört, die dezentral ist, die absolut unattraktiv für Werbetreibende ist und bleiben wird. Das ist nicht das Geschäftsmodell und die hauptsächlich auf der Liebe vieler Leute basiert, die viel kostenlos arbeiten oder spendengestützt arbeiten, die ihre Server durch Beiträge der Mitglieder betreiben. Das ist das Schöne. Es ist dezentral. Jeder hat sein eigenes kleines Geschäftsmodell dort. Aber alle können miteinander reden. Und dieses Miteinander reden können, nicht gefangen sein in einem Ökosystem, nicht gefangen sein bei Apple oder bei Meta oder bei Twitter, ist genau das Ziel des Internets, wie ich es mir wünsche, und des einzigen Internets, in dem eine freie demokratische Gesellschaft florieren kann. Also ich denke, wir müssen viel mehr in diese Richtung forschen. Wir müssen viel mehr Politik in diese Richtung machen, damit wir eine mediale Landschaft bauen, die tatsächlich als Produkt den Journalismus hat, die Nachrichten hat, und zwar guten Journalismus. Schaut als Gegenentwurf zu diesen ganzen negativen, effektheirischerischen Schlagzeilen unbedingt bei Perspective Daily vorbei. Diese Plattform wurde exakt gegründet, um diesem Negativitätsmechanismus zu widersprechen, um positive Nachrichten zu bringen, die einordnen, die ruhig sind, die gechillt sind. Es tut sehr, sehr gut, das zu lesen. Ich verlinke euch das unbedingt. Wir brauchen diese Suchbewegung weiter. Medienkompetenz wird uns nicht retten. Wie nach jeder großen Medienrevolution, wie nach der Erfindung des Radios oder noch ähnlicher nach der Erfindung der Druckerpresse, stehen wir am Anfang einer Aufklärungsbewegung. Und es ist an uns, diese Bewegung zu führen. Und es ist an uns,
Jahrhunderte von religiösen Kriegen zu vermeiden, die der Druckerpresse folgten und den Faschismus, der dem Radio folgte. Natürlich bedienen sich als erstes die ruchlosesten Menschen einer neuen Technologie, solange es noch keine Gesetze für sie gibt, solange es noch keine Normen für sie gibt. Aber auf Dauer können wir jede neue Technologie für das Gute nutzen, für Freiheit, für Verantwortung. Und es ist nicht alles verloren. Die Demokratie hat zu kämpfen mit Social Media und mit dem aktuellen System der Massenmedien. Mit der aktiven Art, wie wir desinformiert werden, in dem ständigen Bemühen, unsere Aufmerksamkeit bei der Stange zu halten. Aber die Welt besteht aus niemandem als aus uns. Es gibt buchstäblich hier keinen anderen Einfluss. Wir schaffen die Anreizstrukturen. Wir schaffen die Rahmenbedingungen. Wenn schon nichts weiter, so ist der Treibstoff dieses ganzen Systems unsere Aufmerksamkeit. Und über nichts haben wir so viel Kontrolle. Und das sollte der Moment sein, der uns bestärkt und der uns zum Nachdenken bringt. Wem schenke ich sie? Wessen dummes Gelaber verbreite ich, weil ich mich öffentlich mit meinen Kumpels darüber aufregen will? Und wen strafe ich mit der größten Strafe, die ich in diesem System irgendjemandem zukommen lassen kann? Nämlich mit dem ignoriert werden. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Bitte schreibt mir eure Lösungsansätze, eure Ideen, wie wir ein besseres mediales System haben, in die Kommentare unten. Und ich möchte nicht eure Aufmerksamkeit verkaufen. Ich möchte meine Arbeit anders unterstützen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe hier immer noch diese, wenn wir alles anzünden, sparen wir uns viele Zwischenschritte, Stickerei, die ihr auf Tassen oder T-Shirts erwerben könnt. Link in den Kommentaren. Ich spende den Großteil der Erlöse an mein Demokratieförderprojekt Aula. Auch dorthin könnt ihr direkt spenden, wenn ihr keine fatalistischen Botschaften auf eurer Kleidung und Geschirr haben wollt. Auch der Link ist in der Beschreibung. Und abonniert mich gerne für zufällige Rants. Ich liebe euch.